ist es also gut, dass wir schauen, dass es uns möglichst gut geht, damit das ins Kollektiv geht. Und so kommen wir persönlich auch besser durch die ganze Zeit. Aber wenn es uns mal nicht so gut geht, dass wir dann nachsichtig sind und uns nicht dafür verurteilen. Weil dann geht unsere Schwingung noch tiefer. Und wenn wir das dann einfach akzeptieren und dann einfach sagen, gut, das ist jetzt so, was kann ich jetzt machen, dass sich das ändert, dann ist das ja schon was anderes. Und es muss uns ja nicht immer gut gehen. Auch wenn wir spirituell sind. Wir sind ja Licht. Und dieses Licht, das sind wir immer. Egal wie wir uns fühlen. Weil wir sind das ja. Das fliegt ja nicht weg und dann kommt es wieder und dann geht es wieder und dann kommt es wieder. Das sind wir ja. Und manchmal haben wir mehr Zugang dazu, manchmal weniger. Aber das Tolle ist, wir wissen wenigstens, dass wir das sind. Und dann kommen wir auch besser durch diese Zeit hindurch. Weil wir wissen das wenigstens. Und viele Menschen wissen das aber nicht. Und für die ist das noch viel schwerer, diese Zeit. Und darum ist ja auch so viel Angst im Kollektiv. Weil die Menschen dann keine Zukunft sehen. Und damit du in dieser Zeit noch eine Zukunft siehst, muss man mit dem Bewusstsein und also mit der Schwingung über dem Ganzen stehen. Und das heißt, dass wir nicht in Angst und in Sorge drin sind. Und wir können auch unser geistiges Team darum bitten, dass sie uns dabei helfen. Aber eben, wir müssen sie darum bitten. Sonst sind sie zwar da, aber sie dürfen nichts tun. Weil wir haben ihnen ja nicht die Erlaubnis gegeben. Und dass wir uns auch immer wieder energetisch reinigen. Weil wir nehmen ja auch Dinge von anderen Menschen auf. Und da können wir auch unser geistiges Team darum bitten. Und dass wir uns Listen machen. Was ist gut an der ganzen Situation? Wir können atmen. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben immer noch Strom. Wir können immer noch in einen Einkaufsladen gehen und uns was zu essen kaufen. Und das sind so Dinge, die sind für uns so selbstverständlich. Aber eigentlich sind sie das ja nicht. Schon gar nicht in der jetzigen Zeit. Weil wir sehen ja, wie schnell wieder irgendwas anders ist und wieder zu ist oder halb zu und niemand versteht warum.
Also wenn man sich diese Maßnahmen überlegt, also aus meiner Sicht haben die ja nicht viel Logik. Aber sie haben eben, wenn man das aus der Sicht anschaut, dass das Ganze nur ein Vorwand ist, um bestimmte Dinge zu äh, bekommen von diesen Strukturen, dann hat das Ganze wieder eine Logik. Und ich finde es wichtig, dass wir uns mh, eigentlich bei allem, also bei allen Dingen, wo wir uns informieren und mehr darüber wissen wollen, oder auch wenn wir einfach nur eine Information über was durchlesen, dass wir das nicht einfach so aufnehmen, sondern uns überlegen, ja, stimmt das für mich, was ich da lese oder höre oder sehe? Und das ist bei allem so, mit dem Internet und der Zeitung, dem Fernsehen, all diesen Dingen. Weil wenn wir nicht entscheiden, was für uns stimmt, dann wird über uns entschieden. Wenn wir zum Beispiel eine Zeitung lesen und wir reflektieren das nicht, dann ist das automatisch in unserem Bewusstsein. Einfach dort abgespeichert. Und darum ist es gut, wenn man sich von verschiedenen Seiten her einfach informiert. Und das braucht dann vielleicht ein bisschen Zeit, aber ich finde, das lohnt sich, weil mit dem Weltbild, was man dann hat, mit dem läuft man dann rum. Und durch diesen Filter sieht man das Ganze. Und dass man sich überlegt, welche Informationen einem gut tun und welche nicht. Ich habe darum keinen Fernseher zu Hause. Und das muss ja immer jeder selber schauen, was für einem stimmt oder was für einem nicht stimmt. Und das, was wir als wahr ansehen, egal ob jetzt bewusst oder unbewusst das als wahr ansehen, das ist wie die Brille, mit der wir dann rumlaufen. Und durch die wird dann die Welt anschauen. Und das ist wichtig, dass wir uns entscheiden. Weil die meisten haben das ja nie gelernt. Aber wir brauchen das ja. Wir müssen uns ja immer für was entscheiden. Und wenn wir uns für etwas entscheiden, dann nutzen wir ja auch unseren Willen, dass wir das wollen und das andere wollen wir nicht. Und wir brauchen ja beides. Wir brauchen den Willen und wir brauchen ja die Liebe. Weil die Liebe, das ist das Höchstschwingendste, was es gibt. Aber der Wille, den brauchen wir eben auch. Und wenn wir die beiden zusammenlegen,
Und ganz viele Menschen machen das, dass das, was sie lieben, dass sie das unbedingt wollen. Wenn ganz viele Menschen das machen. Und nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihren Willen darauf ausrichten, dann bewegt sich das Ganze in die Richtung. Weil das, was wir uns dann vorstellen, das fühlen wir dann. Wir fühlen dann eine Liebe oder eine Freude dazu. Und die Gefühle sind ja das, was dann etwas manifestiert. Das sind ja nicht unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind nur wie ein Handy und die Gefühle sind der Strom. Und wir brauchen zwar die Gedanken, weil die Gefühle sind an die Gedanken gebunden, aber das, was dafür sorgt, dass das Ganze läuft, das sind die Gefühle.